In diesem Monat werden Sie möglicherweise auch kahle Stellen am Kopf Ihres Kindes entdecken, aber keine Sorge, die Haare wachsen wieder nach. Es ist auch möglich, dass sich bei Ihrem Baby in diesem Monat Babyakne zeigt. Als nächstes werden wir das Thema Weinen ansprechen. Auch wenn Ihr Baby nicht sprechen kann, gibt es verschiedene Wege, über die es mit Ihnen kommunizieren kann. Und eines davon ist das Weinen. Warum weint ein Baby im Alter von einem Monat, wenn kein gesundheitliches Problem vorliegt? Das Weinen erfüllt mehrere nützliche Zwecke und hat mögliche Ursachen. Lassen Sie uns kurz darauf eingehen. Ihr Baby könnte hungrig sein, eine nasse Windel haben, es fühlt sich in seiner Kleidung unwohl, ihm könnte heiß oder kalt sein, es könnte Ihre Aufmerksamkeit brauchen oder Koliken haben, vielleicht ist Ihr Kind auch nur gelangweilt oder es ist müde. Wie Sie sehen, versucht Ihr Kind eigentlich mit Ihnen zu kommunizieren. Das Weinen gibt ihm die Möglichkeit, Hilfe zu suchen. Darüber hinaus wird Ihr Kind auch einige Gesichtsausdrücke zeigen, mit denen es kommunizieren und seine Reaktion zeigen wird. Zum Beispiel kann es Augenkontakt mit Ihnen aufnehmen und Ihr Gesicht genau betrachten. Wenn Ihr Baby von einem Licht oder Geräusch gestört wird, kann es durch Abwenden des Gesichts und Schließen der Augen zeigen, dass es sich gestört fühlt. Ihr Baby sollte nun in der Lage sein, seinen Kopf zu halten und gleichzeitig den Kopf zu drehen. Wenn es ein Geräusch hört, wird es versuchen, die Geräuschquelle zu finden, indem es seinen Kopf in diese Richtung dreht. Jedes Baby entwickelt sich auf einzigartige Weise. Es wäre jedoch ratsam, einen Arzt aufzusuchen, wenn Sie bei Ihrem Kind am Ende des ersten Monats Folgendes beobachten. Es trinkt langsam und saugt nicht ausreichend, blinzelt nicht bei hellem Licht, kann einem Objekt, das sich in der Nähe von einer Seite zur anderen bewegt, nicht folgen, kann seine Augen nicht fokussieren. Es reagiert nicht auf laute Geräusche. Die Entwicklung Ihres Babys ist rückläufig. Kann seine Arme und Beine nicht bewegen, als wären sie steif. Die Gliedmaßen erscheinen schlaff und hängend, obwohl es normal ist, dass Neugeborene etwas schlaff wirken, da sie ihre Muskelkontrolle erst entwickeln müssen. Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass es besonders schlaff oder hängend aussieht, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Nun möchten wir uns im nächsten Teil mit dem Thema Reflexe beschäftigen. Eines der wichtigen Dinge, die Sie bei einem Baby beachten sollten, sind die Reflexe. Reflexe sind wichtige Reaktionen für das Überleben und die Sicherheit von Babys. Die meisten Bewegungen von einem Neugeborenen erfolgen in den ersten Wochen nach der Geburt durch Reflexe. In unserem Video von der 2. Lebenswoche wurde kurz über den Moro-Reflex gesprochen. Neben dem Moro-Reflex gibt es aber noch viele andere Reflexe, wie zum Beispiel den Greifreflex, Such-, Saug-, Schluckreflex, Schreitreflex, Kriech- und Stehreflex und den Galantreflex. Sie haben die Möglichkeit, die Reflexe Ihres Babys auch zu Hause zu testen. Obwohl Ihr Arzt die Reflexe Ihres Babys während der Vorsorgeuntersuchung im ersten Monat überprüfen wird, ist es dennoch wichtig, diese zu kennen und Ihr Baby entsprechend zu beobachten. Auch in dem heutigen Video möchten wir uns erneut dem Thema Pflege widmen. Sie haben fast alles über das Wickeln gelernt, allerdings können die kleinen Dinge, die Sie beim Wickeln übersehen, zu einem Windelausschlag führen. Es gibt einige Vorsichtsmaßnahmen, um dies zu verhindern. Lassen Sie Ihr Baby niemals mit einer schmutzigen Windel zurück. Wechseln Sie die Windel, wann immer Sie können. Verwenden Sie bei Bedarf Windeldermatitis-Cremes. Tragen Sie Feuchtigkeitscremes auf, warten Sie 2 bis 3 Minuten und wickeln Sie dann Ihr Baby. Die Schweißdrüsen sind bei Ihrem Baby noch nicht vollständig entwickelt, sodass es aufgrund des heißen und feuchten Wetters, insbesondere in den Sommermonaten, häufiger zu Hautausschlägen kommen kann. Um diese Situation zu vermeiden, kleiden Sie Ihr Baby bitte nicht in mehreren Schichten und bevorzugen Sie Kleidung aus Baumwolle. Wenn Ihr Baby kleine rote oder weiße Blasen im Gesicht, an den Wangen und an den Beinen hat, liegt möglicherweise ein Ausschlag vor. Kontaktieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie mit Ihrem Baby nicht unterwegs sind, sollten Sie Ihr Baby nach dem Stuhlgang am besten mit einem Waschlappen oder mit Windelputzwatten, die in klarem Wasser getränkt wurden, reinigen. Auch ein kurzes Abspülen mit Wasser ist ratsam. Insbesondere ist das Verwenden von übermäßigen Feuchttüchern besonders in der Neugeborenenperiode nicht ratsam, da die Inhaltsstoffe bei Ihrem Baby allergische Reaktionen auslösen könnten. Im folgenden Abschnitt steht das Thema Untersuchung im ersten Monat im Fokus. In der Regel wird das Baby zwischen der 4. und 6. Woche zur ärztlichen Kontrolluntersuchung gebracht. Ihr Arzt wird das Wachstum Ihres Babys kontrollieren, seine Größe und das Gewicht messen, die Sinnesorgane und die allgemeine Entwicklung untersuchen. Ihr Arzt wird auch überprüfen, ob Ihr Baby bereits in der Bauchlage den Kopf kurz allein heben kann und wie es sich bewegt. Außerdem wird er die Organe abtasten und Puls und Reflexe kontrollieren. Ihr Kinderarzt wird Sie nach eventuellen Auffälligkeiten bei Ihrem Kind fragen.
Achten Sie auch darauf, ob es den Kopf nur zu einer Seite oder zu beiden Seiten drehen kann. Der Zustand der Nabelschnur wird überprüft. Die Nabelschnur sollte inzwischen abgefallen sein. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Arzt die erforderliche Untersuchung durchführen. Ist sie bereits abgefallen, wird er überprüfen, ob Entzündungen, Rötungen oder Ausfluss vorhanden sind. Als nächstes werden wir das Thema Ernährung ansprechen. Ihr Kind sollte alle 2 bis 3 Stunden sowohl tagsüber als auch nachts gefüttert werden. Ob Babys satt sind, erkennt man am besten an der Zahl der Windeln, die nass sind. Ob ihre Muttermilch für ihr Baby ausreicht, hängt von der Gewichtszunahme ihres Babys ab. Eine Gewichtszunahme von mindestens 500 bis 600 Gramm im ersten Monat deutet darauf hin, dass die Fütterung ausreichend ist. Ein weiteres zentrales Thema, das wir behandeln möchten, ist die Aufbewahrung von Muttermilch. Daher wird sich der nächste Abschnitt ausführlich diesem Thema widmen. Muttermilch abpumpen und aufbewahren. Wenn Sie Ihre Milch abpumpen müssen, aber diese nicht sofort verwenden möchten, können Sie diese in einem Muttermilchbeutel aufbewahren. Sie können Muttermilch bis zu 4 Stunden lang bei Raumtemperatur aufbewahren. Im Kühlschrank aufbewahrte Muttermilch sollte am besten innerhalb von 4 Tagen verbraucht werden. Wichtig ist, dass sie im hinteren Teil des Kühlschranks aufbewahrt wird. Wenn Sie die Muttermilch aus dem Kühlschrank erwärmen möchten, halten Sie die Flasche unter warmem Wasser oder erwärmen Sie sie in einer Schüssel mit warmem Wasser. Wenn Sie die Muttermilch nicht innerhalb von 24 Stunden verbrauchen, sollten Sie sie einfrieren. Auch im Gefrierschrank gelagerte Muttermilch sollte im hinteren Teil aufbewahrt werden. Wenn Sie die Milch in einem Gefrierfach bei -18 Grad Celsius einfrieren, kann sie bis zu 9 Monate gelagert werden. Wenn Sie Ihrem Baby die Milch geben möchten, die Sie aus dem Gefrierschrank genommen haben, gehen Sie am besten so vor. Nehmen Sie es am Vorabend heraus und lassen Sie es im Kühlschrank stehen. Bevor Sie diese Milch dem Baby geben, können Sie sie aus dem Kühlschrank nehmen und im Wasserbad erwärmen. Beginnen Sie immer mit der ältesten Milch und schreiben Sie daher unbedingt Datum und Uhrzeit drauf. Übrigens, über den Link in der Videobeschreibung unten könnt ihr ganz einfach auf alle Artikel und Spielzeuge zugreifen, die in unseren Videos vorkommen. Im folgenden Abschnitt werden wir wieder über das Thema Schlafen sprechen. Möglicherweise schläft Ihr Baby noch 16 bis 18 Stunden am Tag. Das ist völlig normal. Achten Sie auf Refluxsymptome. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Baby nicht zunimmt oder weniger nasse und schmutzige Windeln hat, dann teilen Sie das Ihrem Kinderarzt mit. Babys haben oft bis zum Alter von etwa 4 Monaten ein unregelmäßiges Schlafverhalten. Ein regelmäßiger Schlafrhythmus entsteht allmählich. Je älter sie werden, desto weniger Schlaf brauchen sie auch. Allerdings ist jedes Baby einzigartig und hat sein eigenes Schlafverhalten. Im nächsten Abschnitt werden wir kurz auf das Thema Verstopfung im Wochenbett eingehen. Viele Frauen leiden in den ersten Wochenbetttagen unter Verstopfung. Daher sollte zunächst auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme geachtet werden. Dadurch wird einerseits ihre Milchmenge erhöht und andererseits wird es ihre Verdauung anregen. Sie können ihren Stoffwechsel auch durch leichte Spaziergänge ankurbeln. Zum Abschluss möchten wir Ihnen wie gewohnt einige Empfehlungen und Hinweise mit auf den Weg geben. Wann sollten Sie mit Ihrem Baby zum Arzt gehen? Wenn Ihr Baby fiebert, als Fieber gilt eine Temperatur von 38 Grad Celsius oder mehr. Wenn es erbricht und Durchfall hat, wenn es an Gewicht verliert, wenn Ihr Baby das Füttern verweigert, wenn Ihr Baby nicht auf laute Geräusche reagiert, wenn die Entwicklung Ihres Babys rückläufig ist. Liebe Eltern, um weitere wichtige Informationen über die Entwicklung Ihres Babys zu erhalten, sollten Sie unserem Kanal folgen und nicht vergessen, unsere Videos zu liken. Bleiben Sie also dran und bis bald!